Liebe Freunde, auch wir waren dieses Jahr auf der Boot. Wir fahren ja eine Brom und es ist klar, dass wenn man eine Brom hat, es danach kein weiteres Boot mehr geben kann, das man haben möchte. Es sei denn eine neue Brom. Aber die gibt es leider nicht. Daher haben wir uns auch kein Schiff von innen angeguckt und haben uns mehr auf Zubehör, Gadgets und diverse Neuigkeiten und Trends informiert. Und das wollen wir euch jetzt mal zeigen. Wir sind am Messeeingang. Wir wünschen uns allen viel Spaß. Und kaum, dass wir da sind, sind wir natürlich auch gleich hier an dem Stand von Linsen. In Halle 1 am Linsenstand hat man Bootschartern und Bootsshow gut kombiniert. Gleich nebenan sind die Charterer von Linsenbooten. Ein kurzes Hallo bei Sandra von Sansi Yacht Charter Holland. Absolut toll ist halt für Leute, halt, die nicht jedes Wochenende die Zeit haben zu gehen. Nein, genau. Ja. Ist das Chartern ja halt immer eine tolle Sache. Ne? Wer einmal eine Linsen chartern wollte, ist in Snake gut aufgehoben. Ein tolles Team, tolle Boote. Hier ist so eine wunderschöne Elling. Die sind natürlich auch hochseetauglich und da kann man auch bei Raumwetter fahren. Wenn die bei uns im Hafen stehen, dann haben die eine sehr hohe Bordwand. Und eine Elling ist natürlich nichts für die Kanäle, sondern das ist eher was, wo man wirklich im rauen Wasser ist. Das sieht man auch hier. Wir sind hier an dem Stand von Greenline und hier werden Boote schon mit Hybrid oder mit Elektro gebaut. Also auch da tut sich einiges. Diese Boote eignen sich natürlich auch wunderbar für Kanäle zu fahren. Was auffällig ist bei vielen Yachten, sind jetzt die großen Fenster im Rumpf. Das ist natürlich ein deutlicher Vorteil. Mir persönlich gefällt die alte Linie besser. Ich bin ja auch schon was älter, aber man muss sagen, die neuen Formen mit den großen Fenstern machen natürlich die Innenräume viel schöner und viel lichtdurchfluteter. Und man hat mehr das Gefühl, ordentlich zu sitzen, als wenn man nur durch Luken guckt. Und das Gefühl hat, im Keller zu sitzen. Ich dachte, das ist Raumschiff Enterprise und Captain Kirk kommt gleich um die Ecke. Aber nein, es ist eine Bond Cruiser. Das hat gar nicht mehr mit den Booten zu tun, die wir noch vor wenigen Jahren auf der Bootsmesse bestaunt und uns angeschaut haben. Boote Enck und Regal an der Mosel. Da haben wir unser erstes Sportboot gekauft. Aus der Sportbootzeit sind wir allerdings mittlerweile rausgewachsen. Aber immer wieder spannend zu sehen, was denn so sich entwickelt hat. Auch die Spaßboote haben sich mittlerweile verändert. Das ist was für Mädels, das glitzert so schön. Ja, auch da ist die Form anders geworden und hat sich weiterentwickelt. Hier ist die Halle mit richtig Power. Das sag ich dir, da ist richtig was los. Da ist sowas unter die Haube, wie man so schön sagt. Ne? Ja. Es mittlerweile für Motoren gibt, da haben wir damals von geträumt. Die Außenbordentwicklung, die ist schon enorm. So ein Monster V12 Außenborder mit 600 PS. Das ist ja was für mich hier. Ein wunderschöner bunter Motor. Jürgen hält Ausschau nach einem neuen Schlauchboot. Wir haben 315 THF, wäre genau unsere Größe, die uns interessiert. Ist auch mit bis 20 PS motorisierbar und ist etwas kleiner wie unsere. Mit dem Preis könnte ich mich auch anfreunden. Das ist gar nicht so leicht, ein richtiges Boot zu finden, weil der Motor ja, wie gesagt, 20 PS hat. Und viel kleiner dürfte das Boot dann nicht sein. Anfängliche Verkaufsgespräche. Festrumpfboot hat auch hier richtige Griffe, wo man die Davits festmachen kann, vorne und hinten. Bei uns ist es schmaler, die 10 cm schmaler als das, wo wir auch nicht mehr hängen bleiben würden. Das hat natürlich auch den Vorteil. Das wäre natürlich nicht schlecht. Ja. Das erste Angebot haben wir. Jetzt sind wir hier bei Honda und das ist also ein T35, wie wir auch haben, nur in neuerer Version. So schön kann ein Boot aussehen, wenn es neu ist. Wenn ich dagegen unser abgenudeltes Boot sehe, dann ist es schon traurig. Ja, jetzt sind wir hier bei Around Marine. Ausgerechnet das Ripstar, was ich mir angucken wollte, haben sie nicht in der Ausstellung. Schade. Aber wenn ich das so sehe, hat keines der Boote vorne eine wirklich feste Schlaufe als Tenderboot. Die haben alle Boote haben nur hier vorne diese Gummischlaufen. Ja. Das würde auch in unsere Größe passen. Allerdings ist es für den Preis doch als Tender sehr teuer. Aber das Boot hat Hyperlon. Das ist ein sehr hochwertiges Material und anstelle von PVC. Aber für uns als Tenderboot doch zu teuer. Weiter geht's zum Nimbus-Stand. Dort treffen wir Arnold von The Fahrt Yachting aus Lelystad. Dort haben wir unsere Brom gekauft. Ja. Man sieht auch sehr viele Nimbus jetzt mit Außenbordern.
große Boote mit Außenbordern. Aber da drüben sind natürlich die klassischen Boote. Die haben natürlich eine schöne flache Linie, für Holland auch optimal. Da es keine neuen Broms gibt, vertreibt die Fahrt unter anderem auch Nimbus in den Niederlanden. Man kann dort gelegentlich noch gebrauchte Broms kaufen. Jede Brom landet irgendwann mal wieder bei der Fahrt, die er mal vorher schon verkauft hatte. Immer spannend. Das finde ich persönlich natürlich toll, wenn man nur noch ein Glascockpit hat. Das ist bei unserem Boot schwierig umzusetzen. Marina, fass mal hinten an, das ist Gummi. Das ist Boot. Das ist Rebelle 50 Fuß als Gummiboot. Ja, das ist Gummi. Normalerweise hat man ein kleines Schlauchboot, aber das ist 50 Fuß. Da brauchst du keine Fender. Ich frage mich nur, wenn da mal ein Katschen drin ist, wie man das repariert. Auch an die neuen Rumpfformen muss man sich erstmal gewöhnen. Das ist auch für mich erstmal so nicht so schiffig. Wir gehören ja noch zu der Generation, wo das Boot eine Spitze hatte mit schrägem Bug und Bootaugen. Aber das ist ja schon eine Weile vorbei. Auch für die ganz Kleinen ist hier was auf der Messe. Wird immer verrückter. Ja, Marina ist eigentlich ein bisschen zu alt dafür. Wir sind jetzt in der Halle 10. Unser erster Weg führt uns zum Busse Yacht Shop. Das ist die Anlaufadresse für Yachtelektronik in Deutschland. Er hat auch viele Videos auf YouTube, die man sich anschauen kann, um so ein bisschen die Elektronik zu verstehen. Wir haben ja viele analoge Instrumente. Er hatte das ArcDescent ausgestellt. Das ist etwas, was mich schon seit Jahren beschäftigt. Damit kann man analoge Instrumente digitalisieren und dann auf dem Multifunktionsdisplay darstellen. Vielleicht mal ein Projekt für die nächsten Jahre. Mal schauen. Ich bin überrascht, wie groß das Teil ist. Auch das ist wieder eine interessante Sache für alle Bootsfahrer. Diese Wasserkarten benutzen wir schon viele Jahre. Weiter geht's im Stand mit der Wasserkarten-App. Meine persönliche Lieblings-App für Holland. Da ist alles Nötige zu Brücken, Schleusen, Häfen und so weiter drauf. Mehr braucht man fast gar nicht. Sie limitieren alles, so dass allein nicht deine Apparat, aber sie haben an deine AIS haben sie. Hier gibt es eine interessante Entwicklung mit AIS. Man kann jetzt einen AIS-Empfänger mit WLAN in die Wasserkarten-App einbinden und auf dem Tablet sieht man auch alle umliegenden Schiffe, die natürlich AIS haben. Die Sachen gibt es gleich am Stand nebenan. Wir werden auch darüber in der Saison in einem extra Video ausführlich berichten. Jetzt gehen wir an einem Stand, wo Popfender sind. Eine interessante Entwicklung, die kann man zusammenklappen. Hallo! Aber sehr klein die Fender, oder? Die Boote keine Fender. Und da die keine Luft enthalten, sind die auch leicht versenkbar im Wasser. Und wir versprechen uns dadurch eine bessere Verbindung zwischen Badeplattform und Schlauchboot, wenn das Schlauchboot im Wasser liegt. Gibt es allerdings nur für kleine Boote, aber man kann eventuell einen Fender ersetzen, wenn er quietscht. Weil diese Fender quietschen nicht. Auch darüber werden wir in einem extra Video berichten. Dann gibt es jetzt unsere ersten Popfender. Hier gibt es magnetische Gläser und Halter. Sehr interessant. Der nächste Stand ist Sylvie. Dort gibt es alles mit Magneten, Teller, Tassen, Salz, Pfeffer, Gewürzstreuer. Die Auswahl ist sehr vielfältig und das Anwendungsgebiet entsprechend auch groß. Wer ein bisschen basteln will und seine eigenen Gläser magnetisieren will, der kann sich auch solche Magneten im Internet kaufen und die unter die Gläser kleben mit Silikon. Voraussetzung ist, dass die Kuhle hier drunter groß genug ist, dass die Gläser nicht kippen, und kann die dann auch mit einer entsprechenden Folie an Tischen und so selber festmachen. Also das kann man kaufen und auch seine eigenen Sachen damit erweitern. Kann man auch Steuersätze mit reinmachen? Die mit beim Dreier sind, ist 25 cm lang. Wenn Sie einen 6 Set bestellen, dann bekommen Sie trotzdem 2,25er Leisten. Das finde ich eine ganz tolle Idee. Hier kann man das Equipment gleich mal ausprobieren. In der Tauchhalle habe ich mich mal nach kleinen portablen Lösungen umgeguckt für Bootseigner, die vielleicht mal eine Leine aus der Schraube lösen wollen, ohne einen Taucher bestellen zu müssen. Ja, wenn man nur mal eine Schraube lösen will, muss man nicht die ganze Taucherausrüstung mitnehmen. Da reicht eine Atemflasche mit Druckregler
mit Atemregler, eventuell noch ein kleines Blei, damit man runterkommt. Eine kleine 2-Liter-Flasche reicht dicke aus, um ein Seil von der Schraube zu lösen. Und da muss ich mich revidieren, diese 2 Liter in der Flasche, die reichen für den Taucher, aber nicht für den Otto-Normalverbraucher, der mal in der Hektik eine Leine lösen möchte. Hier in dieser 10 Liter Flasche, da kann ich ungefähr 1 Stunde tauchen. Das heißt, mit 2 Litern wären das ungefähr 12 Minuten für einen geübten Taucher. Wenn aber eine Leine in der Schraube hängt, muss man sich erstmal orientieren. Man ist hektisch, man atmet sehr schnell, man hat vielleicht nicht das richtige Gerät, muss mehrmals runtertauchen. Da kommt man schon 12 Minuten, vielleicht noch auf 6 Minuten. Und das ist einfach zu wenig. Ich habe speziell eine 5-Liter-Flasche an Bord, nur für diesen Fall. Das ist gerade so eine akzeptable Größe, die nicht weiter stört, die aber dann wirklich ausreichend ist, um in Ruhe arbeiten zu können. Nichts ist schlimmer, als wenn man unter Wasser ist, einem geht die Luft aus und man kommt in der Hektik nicht raus, bleibt irgendwo an der Schraube hängen und dann ist es schnell passiert und kommt nie wieder hoch. Man sollte auch bedenken, bei den Sets mit einer Flasche und einem Atemregler alleine ist es nicht getan. Man braucht mindestens noch eine Taucherbrille an Bord und ganz wichtig, eine Taschenlampe, die unter Wasser funktioniert. Und wenn man dann in der Hektik ist und glaubt, das funktioniert einfach so, das wird nicht klappen. Also ich empfehle für solche Fälle, wenn man sich wirklich so ein Equipment an Bord holen will, geht in einen Tauchshop, lasst euch beraten. So eine kleine Tauchflasche gibt es eventuell bei eBay zu kaufen, natürlich mit TÜV. Und dann kriegt man die Teile einzeln zusammengestellt für genauso wenig Geld. Und am Ende, man sollte zumindest einen Schnuppertauchkurs machen in einer Tauchschule oder zum Beispiel in Siegburg gibt es so ein Tauchbecken, 20 Meter tief kann man das auch runtertauchen, dort einen Schnuppertauchkurs machen. Dann ist man zumindest gewappnet, hat alles Wichtige erzählt bekommen, gelernt bekommen, hat einen Tauchgang gemacht, weiß, wie es sich anfühlt und dann kann man sich auch tatsächlich mit so einer einfachen Ausrüstung mal ins Wasser wagen. Es sollte einem klar sein, es ist kein Tauchen, sondern eine Notfalllösung und da muss man natürlich sehr viel auf Sicherheit achten. Servus, grüezi, hallo und moin moin, wir sind auf der Boot hier in Düsseldorf im Jahre 2024 und neben mir ist der Jürgen von Boot on Tour. So sieht's aus, mein Name ist Burkhard von Cardo Live. Ihr findet mich auf YouTube, Instagram oder auf allen sozialen Medien. Wo sind wir hier? Am Stand von Scrubber. Scrubber ist eine elektronische, intelligente Bürste. Die ist intelligent. Ich brauche nicht schlau sein, die Bürste kann das. Achtung, halt die Kamera hier drauf, der braucht 1 Sekunde. Achtung, 3, 2, 1, ich drücke an, 21 und jetzt fängt sie an zu drehen. Das Ding kann schwimmen, kommt wieder nach oben. Sehr schlecht für meinen Chef, sehr gut für den Besitzer. Das ist gemahlene Kreide. Und das geht, Teelöffel auf den Teller, den kleinen gelben Schwamm, ein bisschen Wasser, die setzt sich da rein und dann kannst du schmirgeln. Das ist wie Zahnpasta. Nur ohne Mikroplastik und das dürft ihr im Hafen benutzen. Wunderbar, kriegst du alles mit schön blank und glatt und selbst Kratzer poliere ich damit wieder fein raus. Kostet 10 €, ist dabei. Eine geniale Vorführung, allein dafür müsste es 10 Punkte geben. Den Scrubber Plus haben wir uns auch zugelegt. Ich will damit im Sommer vor allen Dingen die Bordwand polieren. Und dabei gibt es auch den Saugnapf, mit dem ich mich mit dem Schlauchboot dann festhalten kann. Und das Ding ist wasserdicht, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es ins Wasser fällt und kaputt geht, ist gering. Im Gegensatz zu den Geräten, die ich so an Bord habe, Akku oder auch entsprechend mit Strom, die wollte ich nicht so gerne benutzen. Immer wieder coole Gadget. Was fehlt uns auch noch? Eine Kasten Bier. Das wäre ja auch eine schöne Sache, aber einfach zu teuer. Gegen Ende kommen wir noch an der Wassersporthalle vorbei. Foilen ist sicherlich der Sport der Zukunft. Das macht natürlich riesigen Spaß, aber manuell möchte ich das nicht machen. Dann bitte elektrisch. Hier kann man viel Zeit verbringen, um den Cracks beim Fahren zuzuschauen. Zum Schluss treffen wir noch Frank und Claudia am Galion-Stand. Die ausgestellte Galion ist natürlich ein absoluter optischer Hingucker und ein Highlight. Da bleiben alle Leute stehen und fotografieren. Diese Fensterfront ist schon genial, allerdings möchte ich mir nicht von draußen beim Duschen zuschauen lassen.
hast die Rollos da drin. Ja, die machst du zu. Sagen wir mal, wenn du von innen nach draußen guckst, ist ja toll. Ne? Aber nur klar. reingucken möchte man natürlich dann nicht. Aber hier, das ist natürlich schön mit dem rausgeklappten. Ja, Ne? das ist toll. Ja. Das macht natürlich, wenn du irgendwo liegst, richtig was her. Ja, klar. Aber das haben wir jetzt bei anderen Booten auch schon gesehen. Ja? Ne? Die haben das jetzt auch schon. Okay, und mal alles nachgemacht. Ja, ja, genau. Also die Galleon hat damit angefangen. Auch die abklappbare Bordwand ist eine geniale Sache. Galleon ist da schon sehr innovativ. Das war ein kurzer Rundgang, mehr war an einem Tag nicht zu schaffen. Was wir uns nicht angeschaut haben, ist Photovoltaik und Batterietechnik. Die neuen Lithium-Eisenphosphat-Akkus werden natürlich mittelfristig die ganzen anderen Akkutypen ablösen. Da ist mir der Markt noch zu strubbelig und auch zu hochpreisig. Auch da warten wir noch ein Jahr, bis sich das etwas konsolidiert hat. Aber für nächstes Jahr ist das ein Thema. Auch in Kombination mit Victron, wo wir auch am Stand waren. Wir haben ja auch PV auf dem Dach mit Victron-Technik im Keller und auch Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Wir sammeln da gerade ein wenig Erfahrung und kümmern uns im nächsten Jahr mal um unsere ganze Bordelektronik, inklusive PV und auch entsprechend Batterien. Allerdings möchte ich so ein Multiplus 2 von Victron nicht auf dem Boot haben. Mit der Erfahrung aus dem Keller, das Ding ist furchtbar laut. Da muss man sich was anderes überlegen. Wir hoffen, dass euch der kleine Rundgang ein bisschen Spaß gemacht hat und ihr ein paar Informationen und Eindrücke mitnehmen konntet. Über viele Dinge, die wir jetzt erworben haben, werden wir eigene Videos noch im Sommer drehen und die Sachen testen. Zum Glück ist es ja nicht mehr so lange bis zur neuen Saison. Dann geht es endlich wieder los. Bis bald.